Hey Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bauen wir eine Teekiste. Meine Großeltern haben sich eine gewünscht und ich habe gesagt, ich baue ihnen eine. Und bevor ihr jetzt wieder alle abschaltet, fangen wir direkt an. Let's go!
So, jetzt ist Laserzeit angesagt und das ist halt das Coole an dem Laser. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Produkte, unsere Werkstücke einfach ein bisschen zu verschönern, zu personalisieren und so. Deswegen werde ich mir jetzt hier oben ein Bild reinlasern und zwar steht dann da Teekiste drauf, einfach damit das Ganze schöner aussieht. Genau, wie mache ich das Ganze jetzt? Ich habe jetzt hier meinen Deckel, den schiebe ich mir einmal rein und dann gehe ich hin, ich möchte das nämlich mittig ja natürlich haben und nehme mir den Punkt und den Punkt, verbinde die, zeichne mir in der Mitte einen Strich an, nehme die zwei, zeichne mir hier einen Strich an und habe dann hier den Mittelpunkt. Und wir haben ja jetzt hier so eine Kante und wenn wir das jetzt hinlegen, wäre das ganze Brett ja schief, was jetzt nicht gut zum Lasern ist, weil es hier dann höher ist als da. Deswegen rutschen wir das einfach hier vor an die Kante und dann liegt es hier plan auf. Den Laser, den können wir jetzt halt einfach ganz einfach verschieben. Den schieben wir uns jetzt hier drüber. Wir müssen natürlich schauen, dass das grob ausgerichtet ist, damit es rechtwinklig wird und nicht schief drauf gelasert. Wenn das Ganze dann ausgerichtet ist, können wir dann das Ganze fokussieren. Dazu einfach wieder die Platte hier unten drunter legen. Leicht drauf. Ich habe jetzt festgestellt, ich hebe den dann ein kleines Stück wieder an. Mache die Schraube fest und ziehe das jetzt hier raus. Und dann ist der fokussiert. Dann, um jetzt das Ganze besser auszurichten, nehme ich mir jetzt diese Kappe einmal ab, um den Laserstrahl besser zu sehen. Im Programm, ich benutze jetzt noch Laser GRBL, das ist die kostenlose Version. Ihr seht jetzt, hier ist einmal das Bild. Ich zeige euch kurz mal meine Settings. Und zwar hier ganz normal horizontal die Linien, dann Qualität 15 oder 15, sind es 15 oder 15.000? Ich würde mal sagen 15.000 Linien pro Millimeter. Ansonsten habe ich noch, ich graviere jetzt mit 3500 mm die Minute. Dann habe ich hier Lasermodus ist M4 und mit 50%. Außerdem habe ich das Bild ist jetzt 15 cm breit. Genau, falls jemand die Maße, die Angaben braucht. Dann fahre ich mit dem Laser jetzt einfach mal in die Ecke irgendwie. So einfach mal hier hin jetzt. Und im Programm gibt es dann hier unten die Möglichkeit zum Mittelpunkt zu fahren von dem Bild. Wenn wir da draufklicken, fährt der einmal zum Mittelpunkt und dann müssen wir unser Brett einmal ausrichten. Mit ausrichten meine ich dann einfach das Brett so hinschieben, dass der Laserpunkt auf unserem angezeichneten Punkt ist. Dazu müssen wir den Laser auch ein bisschen verschieben jetzt. So. Natürlich immer schauen, dass das rechtwinklig ist. So gut wie es möglich ist. So ein bisschen runter. Hier noch ein bisschen hin. So. Und dann kommt die Kappe drauf. Und dann drücken wir einfach nur noch auf Starten. Wenn ihr jetzt die gleichen Settings benutzt, die ich jetzt benutzt habe, das ist ja jetzt, was ist denn das jetzt? Sperrholz, Pappelsperrholz. Das ist ganz dünnes Sperrholz, was man da kaufen kann. Dann kommt genau das bei raus. Das ist jetzt ziemlich dunkel geworden. Ich zeige euch jetzt nochmal was. Ich habe davor mal kurz getestet, in einer kleineren Version. Das da oben ignoriert ihr jetzt mal. Das da unten ist die richtige Version. Mit den gleichen Settings. Ihr seht, hier ziemlich hell. Mache ich das Ganze größer, wird es ziemlich dunkler. Warum? Kann ich mir jetzt ein bisschen vorstellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Liegt, glaube ich, echt an der Größe. Ich weiß es aber nicht. Ja, wahrscheinlich da, weil wir halt, wie gesagt, pro Millimeter 15.000 Striche haben. Und umso größer das ist halt, umso näher sind die zusammen oder so. Ich hätte die dann weiter auseinander machen müssen, also weniger Striche, dann wäre das vielleicht nicht so dunkel geworden. Aber ich weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, kann sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Das macht aber nichts, das sieht auch schön aus. Wir schleifen das jetzt natürlich einmal ganz kurz, damit das nicht so hier die verbrannt aussieht und vielleicht schleife ich das innen drinnen auch irgendwie, mal gucken.
sieht doch echt gut aus. Also echt schön, auch wenn es so dunkel ist. Das hat doch etwas, wenn es ein bisschen heller wäre, das wäre vielleicht nicht so cool. Eins kann ich euch abraten, schleift es nicht hier drinnen, da macht sie euch diese Fasern kaputt. Das sieht dann danach nicht mehr gut aus. Genau. Auf die Unterseite möchte ich gern mein Logo. Allerdings ist die Kiste jetzt zu hoch für den Laser. Aber auch da kein Problem, denn so einen kleinen Laser könnt ihr ganz entspannt auf 2 Klötze stellen und keine Angst, wackeln tut da nichts, außer ich rüttel mit meiner Hand dran. Und jetzt sind hohe Sachen auch kein Problem mehr. Ja, und hier haben wir die Kiste. Also ich bin echt zufrieden. Die sieht wunderschön aus. Gleich mal am Anfang, die Könner, die sich da mit dem ganzen Holzthema auskennen, dürfen mir gleich mal in die Kommentare schreiben. Also am Schluss vom Video, bitte schaut es erst zu Ende und dann schreibt's. Wenn ich das Ganze geölt habe, sieht man die Fingerzinken, die stehen doch ein bisschen weiter raus, aber davor habe ich das Plan ja abgeschliffen. Jetzt stehen die ein ganz kleines Stück weiter raus. Ich hatte das schon mal bei einer Kiste. Da stehen die jetzt mittlerweile echt so ein ganzes Stück draußen, obwohl die plan waren. Ich weiß, dass das, wenn ich das öle, dass das Holz ja aufquillt dann und so. Da ist meine Frage, wisst ihr, wie vielleicht weiß ja jemand, wie man das Ganze besser machen kann, beziehungsweise wie kann man das Ganze verringern oder vermeiden? Wenn da jemand einen Tipp hat oder so, gerne in die Kommentare. Genau, hier ist jetzt die Kiste. Wunderschön. Unten der Boden. Da habe ich mein Logo ja reingelasert. Oben schöne Teekiste drauf geschrieben. Also da seht ihr mit einem Laser, das ist echt cool. Man hat da sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da echt alles verschönern. Hier zum Beispiel noch ein kleines Anhängerschildchen, wo halt einfach drauf steht, was für Holz, 100% handgemacht. Ja, handgemacht im Tischkreissäge lassen wir jetzt mal raus. Das zählt noch zur handgemacht. Also ich habe jetzt nichts mit einer CNC-Maschine oder so gemacht. Dann noch von wem das Ganze ist. Also das ist echt cool, was man mit einem Laser machen kann. Genau, wir können jetzt hier das rausziehen. Das habe ich extra so gemacht, dass es einfach ein bisschen, ich wollte ein bisschen was Besseres mal machen, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und so. Hier sieht man zum Beispiel, ich habe ja geschliffen. Da habe ich ein bisschen an den Ecken zu viel geschliffen. Jetzt ist das so leicht rund hier an den Ecken. Ist jetzt Ansichtssache, wie jeder das haben möchte. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt nicht gerade ist, aber allerdings ist es auch nicht ganz so schlimm, weil, wie man sieht, es hat schon was und man sieht halt auch, dass es hier aufgeht. Also es hat was. Genau, kann man hier aufziehen. Ihr habt gesehen, ich hatte hier, das habe ich euch ja gesagt, die Fingerzinken noch dran geleimt, weil ich die Zinken habe ich falsch rum gemacht. Eigentlich ich hätte die andersrum anzeichnen müssen. Also
Ich habe die Kreuze gemacht und dann, wisst ihr, also die Zinke, die hier dran gebracht wäre, die hätte eigentlich an der Seitenwand oben sein müssen, aber oben habe ich abgeschnitten, deswegen habe ich jetzt ein bisschen gefuscht. Sieht auch nicht so schlimm aus, das hat ja super funktioniert. Innen drin habt ihr dann eure Teebeutel, die ihr dann hier aufbewahren könnt. Das ist alles fest, ja, weil das muss man nicht verschieben. Genau, also ich bin echt zufrieden, das sieht sehr, sehr gut aus. Der Tee hat Platz, kann man hier rausziehen, da rausziehen, wieder reinstecken, umstecken, wie man es möchte. Das ist sehr cool. Ja, genau. Ja, war wieder ein echt cooles Projekt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt, so wie bei jedem Projekt. Das ist das Coole halt daran. Genau. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.